Was halt auch cool wäre, wäre einfach ein Event, also was jetzt Penya Sync angeht. Was die mal machen müssten, wäre eine Woche lang Montag bis Freitag oder Montag bis Donnerstag, also konträr zu den Wochenend-Events quasi an den anderen Tagen, wo kein Wochenend-Event ist, dass sie dann Events veranstalten mit dem reinen Zweck, Penya zu verbrennen. Und dann sind einfach lauter Premium-Funktionen plötzlich für Penya verfügbar. Zum Beispiel begrenzt einige Items im Cash-Shop für Penya kaufbar, die normalerweise nur F-Coins kosten. Also eine begrenzte Auswahl halt, logischerweise. Ich meine, du kannst nicht alles für Penya reinballern, sonst würde irgendwann keiner mehr cashen. Oder irgendwelche Funktionen, die normalerweise vielleicht nicht verfügbar sind. Oder begrenzt verfügbar, dass du die für Penya verfügbar machst oder so. Zum Beispiel Ele-Change. Weil das ja auch letztendlich ein Premium-Item ist, aber ja, das ist einfach für eine sehr begrenzte Zeit, vielleicht auch in einem begrenzten Umfang. Zum Beispiel Ele-Change 5-mal am Tag kannst du Ele-Changen für Penya. Und dann wird halt auch wieder geguckt, das haben sie ja beim Donation-System auch gemacht, guckst du den Server an, wie viel Penya existiert dort, wie viele Leute spielen dort, welcher Betrag würde halbwegs Sinn ergeben. Also zum Beispiel 100 F-Coin kosten, oder kostet Ele-Change 100 F-Coin? Kostet 100 F-Coin, ne? 100 F-Coin kosten 400 Mio, es existiert so und so viel Penya. Dann machst du ein Ele-Change, kostet 4 Tage lang, Montag bis Donnerstag, nur 30 Mio. Würde eine Menge Penya verbraucht werden. Die Leute hätten 4 Tage viel günstigere Ele-Changes zur Verfügung. Und das ist halt nur ein Beispiel. Oder auch sowas wie Jewel Tweezers oder so. Einfach die Funktion der Rune oder Juwelen aus der Waffe zu holen, was dann normalerweise 350 F-Coin kostet, ist einfach mal verfügbar für 20, 25 Mio oder so. Aber halt nur für ein paar Tage. Und dann halt auch nur ein paar Mal im Jahr höchstens. So könnte man auch gut Penya loswerden. Also war ja schon mal die Idee, dass man einfach Premium-Items für Penya verkauft, aber das wird nicht funktionieren, weil das zu viel Geld wegnehmen würde. Wenn es immer nur ganz kurz ist, ganz selten und nur auf begrenzte Items, dann würde es cash-technisch wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied machen. Weil keiner würde jetzt mit einem Jewel-Tweezer oder mit einem Ele-Change würde ja keiner jetzt 6 Monate lang warten, bis das Event nochmal kommt. Das würde ja keiner machen. Wenn du jetzt aber ein Event hättest, wo du alle Items im Cash-Shop für Penya kaufen kannst, ja, da würden die Leute 6 Monate drauf warten. Da würden die Leute 6 Monate lang Penya horten, warten, bis das Event kommt, sich alles 100 Mal kaufen und nie wieder cashen. Also das funktioniert nicht in einem Pay-to-Win-Game. Das würde nicht funktionieren, das würden sie niemals machen. Also wäre realistischer, du nimmst zumindest so ein paar Basis-Items, wie sowas wie Ele-Chain, so Sachen, die halt jeden Tag gebraucht werden von zig Leuten, wo du dann auch sicher sein kannst, da wird auf jeden Fall eine Menge Penya vernichtet. Und zeitgleich wird es nichts daran ändern, dass die Leute für diese Items zukünftig weiterhin cashen werden, weil nur begrenzt verfügbar, nur kurzer Zeitraum, plus das sind Items, die man eigentlich jeden Tag braucht oder so. Oder immer und immer wieder unendlich oft. Und auf die man auch nicht warten kann, so ungefähr. Das wäre noch eine gute Ergänzung. Aber das Donation-System muss trotzdem gefixt bzw. gereworked werden. Aber so könnte man es noch ein bisschen ergänzen, ohne dass man direkt Cashen unattraktiv macht und so weiter.